Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Ponferrada. Der nächste Lauftag beginnt. Es ist früh morgens, 6:30. Ich bin etwas früher aufgestanden als normalerweise. Einfach bedingt durch den Lärmpegel in der Herberge. Ja, und mache mich jetzt auf den Weg. Heute, ich habe ein Ziel. Schauen wir mal, ob ich so weit komme. Das eigentliche Tagesetappenziel wäre Via Franca del Bierzo. Da möchte ich ganz gerne Mittag schon sein, um danach noch eine ganze Ecke, noch ein bisschen weiter zu. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Bisschen neblig gerade. Hat was. Auf den nächsten Tag, ich freue mich. Und habe natürlich gute Laune. Die habe ich eigentlich meistens. Ja, hier teilt sich noch einmal der Weg in den Invierno und in den Frances. Ich bleibe aber auf dem Frances. Ja, der Invierno ist ein Weg, den kann man im Winter gut gehen. Habe ich gehört, ich kenne ihn nicht. Um die Berge ein bisschen zu vermeiden, ja. Gut, brauche ich nicht. Es ist Sommer. Ich kann den Frances weitergehen. Überhaupt kein Problem. Also los geht's. Ach ja, just another day on the Camino, huh? That's it. Einfach nur ein weiterer Tag auf dem Camino, ein weiterer Tag voller Möglichkeiten und naja, dieser Tag, der will gefüllt werden, ne? Mit Erinnerung. Ein, zwei schöne gab es heute schon, das ist immer gut. Ich habe gerade den ersten Kaffee getrunken hier in... Oh, jetzt habe ich das erste Mal wirklich keine Ahnung, wo ich bin gerade. Das liegt übrigens daran, weil ich vor 3 Jahren diesen Abschnitt nicht gelaufen bin. Also anders gelaufen bin. Ich bin vor 3 Jahren mit dem Italiener Luca aufgrund seiner Beinprobleme nämlich einfach auf der Autobahn gelaufen. Und bin nicht den gelben Pfeilen auf dem Jakobsweg gefolgt. So dass ich das hier noch gar nicht kenne. Also mal wieder etwas Neues für mich zwischendurch. Bisschen Abwechslung ist doch auch geil, oder? Fantastisch. Ja, weiter geht's. Ich habe gute Laune, wie immer eigentlich. Und freue mich auf das, was heute noch alles kommen mag. Hoffentlich viele, viele, viele gute Dinge. Ja. Auf geht's in den Tag. Schon wieder überall Weinfelder. Tja, das ist die Region El Bierzo. Ne? Hier gibt es auch Wein. Vorgestern hatte ich schon einen. Ich habe Wein getrunken. Unüblich für mich, aber ab und dann muss man mal was probieren, was Neues probieren. Ne? So ist das. Hola, Senor. Das ist ein Olivenbaum, wie ich gerade erfahren habe. Guckt ihn euch an. Es sind noch keine Oliven dran, aber ansonsten sehr schön. He? Das ist der Vorteil, wenn man mit jemandem unterwegs ist, der sich mit jedem Gewächs und jeder Pflanze und alles, was hier wächst, perfekt auskennt.
Schon geht's wieder hoch. Rauf auf die Weinberge. Immer entlang der Reben. Ach ja. Also, das ist schon hardcore chillig, wie der da hängt. Alter, wie geil ist das denn? Ey, mach mal laut. Der ist nur zum Gucken, gar nicht zum Bellen. So, angekommen in Villafranca del Bierzo. Ja, war ein entspannter Tag bisher. Bin sehr gut durchgekommen. Mir geht's großartig, keine Probleme. Meine Druckstellen machen aktuell keine Probleme. Das heißt also wirklich keine Schmerzen, ist gut. Ja, und dann kann man noch einfach durchlaufen quasi. Ne? Hab Kaffee getrunken heute Morgen und jetzt bin ich halt hier. Mehr ist auch gerade nicht zu erzählen, außer dass es hier ein wirklich schönes Dörflein ist. Ich habe das ein bisschen... Mann, manchmal muss man Dinge zweimal sehen, um sie dann wirklich erst richtig wahrnehmen zu können. Ja, sehr geil. Ja, die kurze Pause in Villafranca del Bierzo ist beendet und habe gerade einen Deutschen kennengelernt, der tatsächlich aus Stuttgart losgelaufen ist. Ja, und der schon seit dem 15. April unterwegs ist. Seit etwas über 2 Monaten. Das ist doch was. Ordentliche Leistung. Ja, der Junge ist aber auch fit und der läuft viel und hat, glaube ich, auch Spaß dran. Sah so aus, hatte viel zu erzählen. Ich höre da gerne immer zu. So ist das nicht. Aber jetzt ist die Pause vorbei. Für mich geht's weiter. Ich denke, 10 Kilometer schaffe ich noch. Ja, schauen wir mal. Auf geht's. Und weiter geht's. Ja, la 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 la. Weiter geht's. La 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 la. An jedem Morgen müssen wir weiter. An jedem Morgen treibt es uns hinaus. An jedem Tag ertönt ein Lied so hell. Es ist der Ruf von Compostelle. Ultrea, Ultrea, Jesus ea, Deus adiuvano. Ja, ziemlich genau an dieser Stelle habe ich schon mal ein Video aufgenommen, tue ich jetzt wieder. Guckt euch die Berge im Hintergrund an, die Hügel. Selbst auf dem Handy kommen die jetzt halbwegs gut rüber, wenn man nah dran ist. Ja, ist doch fantastisch. Ich habe aber den Weg unten oben gewählt, weil ich noch ein bisschen weitergehen will und irgendwie, ach, ich hatte gar keinen Bock auf Hügel. Ich war vorhin in den Weinbergen, das war auch sehr schön, aber jetzt geht's unten rum. Es gibt ein bisschen Landstraße am Anfang, das weiß ich. Die war so medium viel befahren. Aber
Ich nehme es jetzt einfach, wie es kommt. Was anderes hat man ja sowieso keine Wahl. Ne? Man kann sich ja eh nicht aussuchen. Und muss es einfach hinnehmen, wie es ist. Ach ja, herrlich. Es wird warm. Es wird warm, Leute. Es wird wieder warm. Mann. Da musste ich aber lange meckern, bis es mal ein bisschen warm wird, muss ich ja sagen. Ich meckere seit 3 Wochen darüber. Naja. Here we go. Berechte. So heißt das kleine Dörflein hier. Hier gibt es nicht unfassbar viel zu sehen, aber diese kleinen Dörfer sind immer noch irgendwie schön. Und das wollte ich euch zeigen. So, ich bin immer noch unterwegs, es ist schon nach 5 Uhr nachmittags. Ich bin jetzt aber fast da. Da bedeutet in diesem Fall, ich bin fast in der Vega de Valcarce. Und wenn ich dann gleich da bin, dann habe ich wieder eine ordentliche Leistung zu berichten. Fantastisch, ich hatte einen guten Tag. Hat richtig Spaß gemacht, das Laufen. Heute hat mich jederzeit wohlgefühlt, auch die letzten 2 Stunden. Ja, ich würde sagen, ich bewege mich jetzt noch ein ganz klein bisschen weiter und dann finde ich mal die Herberge. Tja, ich glaube, das habe ich mir nach 42,x Kilometern auch verdient, nicht? Cheers, Prost. Ich wünsche euch was. Einen schönen Abend, Grüße nach Deutschland und in die Welt hinaus. Ja, wozu so ein Garten eigentlich gut sein kann. Fühlt sich richtig gut an, mal barfuß in einem Garten zu laufen wieder. Das ist eine feine Sache. Das ist eine dieser Kleinigkeiten, die man hier richtig wertschätzt. Ja, so viele solcher Gedanken teile ich eigentlich gar nicht, aber sollte ich vielleicht öfter mal machen. Ich bin ja jetzt im letzten Drittel des Weges, eigentlich schon seit ein paar Tagen. Und den kann man wenn man möchte, kann man den in 3 Teile zerlegen, den Jakobsweg, den körperlichen, den mentalen und den spirituellen. Einige machen das. Für mich klingt das immer ein bisschen zu sehr, als wenn man am Ende dann irgendwie nichts Körperliches mehr hätte und am Anfang auf gar keinen Fall irgendwas Spirituelles haben dürfte. Also, die 3 Dinge gibt es, aber die können sich überlappen, meiner Meinung nach, egal. Auf jeden Fall, so ein bisschen Grünfläche von ein paar Metern macht schon einen entscheidenden Unterschied aus für das Wohlbefinden an einem Abend, wenn man hier ist. Und das ist etwas, was man, glaube ich, im Alltag sonst ein bisschen herzlich wenig schätzt, glaube ich. Nicht so richtig vielleicht. Das tut richtig gut für die Füße. Ja, und jetzt zeige ich euch gleich noch was. Und dann guckt ihr erstmal richtig. Alter, das ist so eiskalt, das Wasser, ne? Das ist so eiskalt. Alter. Ich kenne das ja schon. Das Wasser in Spanien ist einfach, wenn du da irgendwo durchläufst durch die Natur, kommt von irgendeinem Berg runter und dann ist das einfach unfassbar kalt. Oh Mann. In sowas war ich schon schwimmen. Also, ich meine damit natürlich einen Fluss, der etwas größer war. In sowas würde ich es auch wirklich auch hier nicht versuchen wollen zu schwimmen. Das ist ja klar. Oh, so geht's. Oh, fantastisch. Ahí no tiene el dolor, ¿eh? 6. Joder. Viene bien español, ¿eh? 7. 7, 8, 9. 7, 7, 8. 7, 7, 3. 7, 3. 7, 3.
Bueno, siete, cuatro. Ja, der war gut. Bueno, siete, cuatro. Bien, siete, cinco. Einen wunderschönen guten Morgen. Der nächste Tag. Ich starte gerade aus Vega de la Carce. Und heute geht's hoch zum Ocebrero. Ah, Galizien ruft. Ich höre schon ganz deutlich. Ah, ich freue mich so richtig. Das wird nachher ein richtig krasser, geiler Anstieg. Der wird mich richtig abkotzen lassen. Aber wenn ich einmal oben bin, dann ist alles geil. Ja. Nun. Zunächst einmal liegen aber ungefähr knapp 10 Kilometer Flachland vor mir und danach geht es jetzt hoch. Also erstmal munteres Einlaufen und dann munteres Hochkraxeln. Ja. Und bis dahin will ich noch ein Frühstück finden und ich muss irgendwie Wasser finden. Ich habe noch kein Wasser. Ja, das wird wohl funktionieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich wünsche mir einen schönen Tag, ich wünsche allen einen schönen Tag. Ja. Und dann sehen wir uns, wenn wir auf dem Ocebrero sind. Spätestens dann. Ja, und wer keine Lust hat, so richtig den Berg hochzulaufen, der kann theoretisch auch ein Pferd nehmen. Denn hier kann man sich tatsächlich ein Pferd mieten, um hochzueiern. Das geht tatsächlich. Los geht's! Die ersten Schritte nach oben. Juhu! Unfassbar schön, wie hier die Sonnenstrahlen immer mal wieder so ganz leicht durch die Bäume brechen. Ja, ja. This is Noah, and Noah has no idea that I'm doing YouTube videos, I guess. Very good. So ganz so weit ist das nicht mehr nach oben. Der galizische Grenzstein kann nicht mehr weit weg sein. Es geht doch erstaunlich leicht heute. Hätte ich nicht gedacht. Alter, dieser Ausblick, ne? Und fucking fassbar, Alter.
So, ich habe Galicien erreicht und laufe jetzt noch ein paar Meter weiter bis nach Ocebrero. Da gibt es erstmal ein schönes Päuschen zur Feier des Tages. Hola Galicia, hola Galicia, oh yeah, Galicien. Wie schön wieder hier zu sein. Wie schön wieder hier zu sein. So, und hier sind sie wieder, die Pferde. Die haben vorhin einige Leute hier hochgebracht. Wunderbar. So, jetzt bin ich hier, Ocebrero, oben auf dem Berg. Das erste Mal Galicien. So, ich bin angekommen oben auf dem Ocebrero und damit bin ich jetzt wirklich in Galicien. Und wisst ihr was? Pünktlich, als ich hier gerade hochgestiefelt bin, kommt die allerersten Tröpfchen Regen. Dankeschön. Ich meine, alles andere wäre ja fake. In Galicien, da ist Regen. Und das muss auch so sein, sonst sind wir nicht in Galicien, wenn da kein Regen ist. Also wunderbarer Willkommensgruß. Ach, ja. Wunderbar. Das ist ein ziemlich besonderer Platz hier, denn ich stehe hier gerade vor der ältesten Kirche auf dem gesamten Jakobsweg. Tja, ich lasse euch mal 2-3 Sekunden Zeit, um zu raten, wie alt diese Kirche ist. Ich blende euch natürlich noch ein paar Bilder dazu ein. Macht euch mal ein paar Gedanken und überlegt mal, wie lange die hier schon steht. So, die Auflösung. Ich habe gerade extra noch mal gegoogelt, damit ich hier nichts Falsches erzähle. Gebaut wurde diese Kirche von Alfons dem Keuschen. Und zwar im Jahre 836. Wollt ihr mal wissen, was der Ausgangspunkt der heutigen Pilgerei, der ganzen Pilgerwege, alles was mit Santiago zu tun hat, wer dafür verantwortlich ist? Na, ihr seht schon. Der da. Dr. Elias Valinia kommt hier aus Ocebrero und hat sich nach seiner Gefangenschaft in Spanien dazu entschieden, überall ganz verrückt gelbe Pfeile hinzumalen, die alle nach Santiago weisen. Und damit ging es wieder richtig los. Die Neuzeitpilgerei wurde begründet durch den Herrn hier. Und das weiß ich seit 3 Minuten und ich bin sofort hier hingekommen und habe gedacht, hier mache ich ein Video. Unglaublich, er ist im Grunde, naja, ohne ihn wäre ich jetzt nicht hier. Das kann man ganz klar sagen. Ohne den Mann da im Hintergrund, der da jetzt irgendwie steht. Ne? Er ist gestorben 1989, habe ich gerade gelesen. Hier steht 90. Aber 90 war dann vielleicht die Grabbeigabe hier. Ja, Dr. Elias Valinia. Ihm haben wir all das zu verdanken. Ich glaube, das wissen gar nicht so ganz so viele. Ich war gerade auch überrascht. Ich meine, ich war ja schon mal hier und habe das nicht wahrgenommen, diese Statue hier. Jetzt habe ich es gerade gelesen und bin mal hingekommen. Also, danke. Du hast gute Arbeit geleistet. Die Pfeile sind gut und deutlich sichtbar. Und ja, du hast sie ausgelöst. Eine Invasion. Eine Pilgerinvasion. Hier sind wahrscheinlich viel mehr, als du dir früher jemals hättest vorstellen können. Davon gehe ich mal aus. Na gut, ich gehe wieder zurück. Tschüss. Also schön, dass hier auch ist, ne? Aber es gibt einen Kritikpunkt. Und zwar sitze ich hier genau so unpassend, dass ich einfach von 2 Seiten gleichzeitig zugenudelt werde. Mit unterschiedlichen Musiken. Also wenn man was zu meckern sucht, dann das. How do you like the vermouth? It's so good. Ultra refreshing drink. That's It's awesome. sweet, it's sour, it's Camino. It's Camino. Honestly, I don't like that drink, but I'm fine that you like it. Yeah, But I knew it before. plenty of beers as well. Yeah, I got my beer. Got your coffee. So, schaut euch das mal bitte an. Ne? Das ist die Aussicht von der anderen Seite von Ocebrero, da wo es wieder runter geht. Und letztes Mal, als ich hier war, war es total neblig. Man konnte überhaupt nichts sehen. Also die gesamte
konntest überhaupt nichts sehen von hier. Naja, diesmal haben wir ein bisschen mehr Glück. Aha, da geht es jetzt rein in die Hügelchen da hinten. Seht ihr das? Und da bleibe ich jetzt auch drin die nächsten 7 bis 10 Tage. Ist aber kein Problem. Wir sind dran gewöhnt. Abfahrt. Ja, ich bin angekommen, oben auf dem Alto de San Roque. Der alte Gauner da hinten. Guckt euch an. Der steht da immer noch so wie Jahr und Tag. Doch. Big Bro, das ist ein dicker, oder? Ja, die letzten 3 Kilometer des Tages brechen an für mich. Ich bin gerade oben auf dem Alto do Pollo. Was ist eine Aussicht, ey. Unfassbar. Jetzt geht's aber wieder bergab. Ah, ist ja klar. Wenn du irgendwo oben auf dem Berg bist, gut, ich wiederhole mich, aber wenn du rauf gehst, dann musst du auch wieder runtergehen. Falls ihr es nochmal hören wollt, raufgehen ist anstrengend und runtergehen tut weh. Das ist die ganz einfache Regel hier, die kennt hier jeder. So ist es. Ja, und jetzt geht's wieder los, nicht? Ich meine, ich bin ja eben in Galicien angekommen und in Galicien ist das völlig normal, dass irgendein Riesentier auf der Straße einfach liegt. Ne? Manchmal auch 3 oder 4. Ich finde das super geil. Guckt euch das an. Anda, perro. Moin. Ah, there he is. Very good, my friend. You are doing a good job, huh? Hola, señora. Cansados. Jetzt laufe ich tatsächlich doch noch ungeplant ein bisschen weiter, weil vorhin einfach die Herberge schon voll war. Das erste Mal dieses Jahr. Was soll das? Ich hatte mich wirklich gefreut da irgendwie. Und dann war die einfach voll. Na gut, danach habe ich noch ein paar Leute wieder getroffen und kennengelernt. Und jetzt humpel ich hier so ein bisschen mit Jan. Der hat so ein bisschen Probleme. Jan aus Belgien. So, mit dem humpel ich jetzt hier so ein bisschen Richtung Tria Castella weiter. Ja, und da wird sich schon was da auftun. Da gibt es viele Herbergen. Gut. So weit ist halt nicht mehr. Halbes Stündchen bin ich da. Aber dann reicht's auch. Dann sind es auch wieder deutlich über 30 Kilometer heute. Ja. So habe ich mir meinen Pausentag eigentlich nicht vorgestellt. Aber naja, ist auch egal. So schlimm ist es nicht. Ne? Ist alles ganz fein. Alles ganz fein. Alles kein Problem. Gut. Weiter geht's. Natur genießen.
Guckt euch den Baum mal an. Unfassbar, wie der aussieht. So, ich bin angekommen in Tria Castella nach 32 Kilometern, glaube ich, in etwa. Ja, sehr spät abends. So spät war ich, glaube ich, selten in der Herberge. Aber wie gesagt, macht nichts aus, macht mir nicht viel aus. Dann wird der Abend halt etwas kürzer. Ja, ich lasse es euch morgen wissen. Bleibt dran. Caldo Gallego. Eines meiner Lieblingsessen hier überhaupt. Einen wunderschönen guten Morgen auf Tria Castella. Tag irgendwo zwischen um die 25, ne? Tag irgendwas zwischen 25 und hast du nicht gesehen? Für mich heute, es geht weiter. Und zwar, wo geht's heute hin? Keine Ahnung, wie immer, weiß ich nicht. Es geht heute auf jeden Fall nicht nach Sarria, das kann ich versprechen. Das tue ich mir nicht an. Da starten heute alle und das ist sozusagen der Startpunkt von dieser 100 Kilometer Marke. Ne? Also wenn man dort anfängt, dann kriegt man seine Compostela, wenn man es dann bis nach Santiago schafft, so 115, 110 irgendwie Kilometer. Und das ist der Grund, warum ich genau da nicht hin will, weil da werden sich ganz viele Touri-Grinos dann auch sammeln und ich möchte mir die Stimmung nicht kaputt machen lassen. Ja, da kann man jetzt von meinem Kommentar natürlich halten, von was man will, aber ich empfinde das immer ein bisschen als belastend, wenn ich dann 50 Koffer durch die Gegend rollen sehe, anstatt Leute, die mit Rucksäcken rumrennen. Das ist aber keine Bewertung, sondern nur die Feststellung, dass ich das nicht besonders schön finde. Das darf natürlich trotzdem jeder so machen, wie er will. So, und jetzt habe ich schon genug erzählt für die frühen Morgenstunden. Es muss dann mit sehr guten Kaffee gerade liegen. Heute wird ein regnerischer Tag. Ihr seht, ich habe die Regenjacke schon angezogen. Es tropft so ganz leicht, gerade, ja, eigentlich nicht. Aber es ist davon auszugehen, dass es heute ein bisschen regnen wird, vielleicht mal ein bisschen gewittern wird oder so. Wo vielleicht noch mal der ein oder andere Hagelsturm. Mal schauen. Ich meine, da gibt es ja Möglichkeiten in Galicien, nicht? Ist das schön. Ja, und deswegen geht es für mich jetzt gleich auch los. Ich wähle heute die Route nicht über Samos, weil ich die schon kenne. Deswegen geht es heute direkt nach Sarria die kurze Route und von dort aus aber noch ein Stück weiter. Ich wünsche euch was. Tschüss. So, ihr habt es gesehen, es gab wieder eine Entscheidung zu treffen und da ich letztes Mal schon über den Umweg gelaufen bin zum Kloster Samos, möchte ich mir dieses Mal die kürzere, die andere Strecke angucken. Kürzer ist eigentlich etwas, was ich nicht so gerne mache. Eigentlich nehme ich immer die längeren Strecken, weil dann kann man mehr sehen. Aber nun, ich denke, das ist heute die richtige Entscheidung. So besonders fand ich den Umweg nach Samos jetzt nicht. Wobei Samos an sich sicherlich ein schönes Gebäude ist, aber na, als ich das letzte Mal da war, war das eh zu. Und naja, ich fühle das gerade auf jeden Fall einfach nicht. Und deswegen laufe ich jetzt hier heute den kürzeren Weg. Ist ja auch mal eine schöne Erfahrung. Man muss ja auch mal ein bisschen Variationen reinbringen. Kann ja jeder das Gleiche machen. Ne? Ist ja auch so. Gut, ich starte in den Tag. Ja, ich habe mir heute eine eigene Mission auferlegt. Und zwar habe ich den Franzosen Jean-Baptiste seit Leon nicht mehr gesehen. Das geht gar nicht, habe ich mir gedacht. Und auch in den letzten Tagen insgeheim immer so ein bisschen versucht, ob ich wohl näher rankomme. Wir hatten gar nicht so viel Kontakt, das heißt, wir wussten gar nicht, wo der jeweils andere ist. Gestern hatten wir das aber und da ist rausgekommen, dass er nur ein paar Kilometer vor mir ist. Ganz in der Nähe. Ich werde mal schauen,
Es würde mir einiges bedeuten, wenn ich den heute wieder treffe. Das wäre ein fantastisches Wiedersehen, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, das passiert auch heute. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde dem Regen trotzen. Ja, Sturm, Hagel, Schnee, alles. Scheißegal. Da ziehe ich heute eiskalt durch. Ich mache das, was nötig ist. Jo. Also, los geht's. Ich bin ein riesengroßer Fan von Galizien. Und von allen Hunden, die hier leben. Es ist so geil. In jeder Ecke irgendwo kommt ein Hund hergekrochen. Es ist so fantastisch. Yeah! Was eine Landschaft wieder. Geil. Ja, die ersten paar Kilometer sind geschafft. Gott sei Dank, so richtig regnet tut's nicht. Hin und wieder tröpfelt's mal. Bisher ist die Stimmung dementsprechend extrem gut. Ja, warum auch nicht? Galizischer Wald. Kenne ich schon. Immer wieder schön. Diese mooszugewachsene Mauer hier. Das ist wirklich eine Mauer da, ne? Das ist hier komplett Mauer. Sieht man nichts mehr von, ist Moos drüber. 10 cm dick oder was? Keine Ahnung. Unfassbar. Ja, so ist eben Galizien. Grün. Das grüne Paradies des Caminos. Manchmal ist das grüne Paradies auch ganz schön nass. Bisher bin ich davon aber verschont geblieben und hoffe das Beste für die weitere Zeit hier. Hier ist wieder so eine Oase. Irgendwas gibt es hier zu entdecken, irgendwas gibt es hier zu tun. Hier sind ganz viele Leute. Mega gut. Und hier gibt es wieder einfach alles auf Donativo und man kann machen, was man will. Und er genießt auch. He's a little bit tired and destroyed from yesterday, but he's fine. Und wieder mal ein paar Hunde unterwegs. Hallo! Ja, was ist los? Guckt euch den mal an. Guckt euch die an. Guckt euch das an. So, alles klar. Meine Gruppe hat sich gerade erweitert. Links ist Camino Hund 1. Rechts ist Camino Hund 2. Das ist Jan. Hallo. Thema Hunde auf dem Jakobsweg ist immer so ein besonderes. Also ich als Hundefreund, will ich mich mal nennen, finde das unfassbar geil. In jedem zweiten Dorf kommt einem erstmal ein Schäferhund entgegen, meistens noch in Begleitung von seinen Kumpels. Die Spanier lieben Schäferhunde, ich weiß nicht, was abgeht und warum oder wieso, aber in jedem Bauernhof, überall, das sind offensichtlich die perfekten Tiere für die Anforderungen, die die spanischen Bauern hier im Gebirge oder im Hügelland haben.
Fantastisch. Ich habe in den letzten 1,5 Stunden 4, 5, 6 Schäferhunde und andere große Rassen gesehen. Die kommen dann freudig schwanzwedelnd auf einen zugejagt. Nein, im wirklich netten Sinn gejagt. Im netten Sinn gejagt. Ich liebe das total. Ich würde nur sagen, wenn jemand ernsthafte Angst hat vor Hunden, ernsthaft richtig Angst, lauft halt nicht alleine hier. Ne? Lauft einfach nicht alleine. Dann geht das auch. Ansonsten fantastisch. Ich kann mich nie beklagen. Es ist immer noch trocken. Und da ich das jetzt nochmal gerade gesagt habe, dass es immer noch trocken ist, wisst ihr ja, was jetzt gleich passiert, ne? Ist ja sowas von klar. Nun gut, weiter geht's. Ich glaube, ihr habt die ersten vielleicht 10 Kilometer des Tages geschafft. Lauf gerade weiter noch ein bisschen und weiter und weiter und weiter. Tja, was einem auch immer wieder auffällt, wenn man durch Galizien läuft, sind dann doch diese baufällig gewordenen Häuser, diese völlig runtergekommenen, ehrlich gesagt. Aber naja, so ist das hier leider häufig. Viele Menschen sind weggezogen und wohnen nicht mehr hier. Und dann verfällt das hier. Und der nächste. Jawollo. Ja, und nach einer ausgiebigen Pause geht es jetzt weiter. Ach, wie schön. Wie schön die Tage doch einfach sein können. Und wie gut die Wendungen sein können. Ich sag's euch. Es ist einfach nicht zu beschreiben manchmal. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe vorhin Fotos gemacht. Ungefähr 2 Stunden ist das her. Von 2 Hunden, die irgendwo auf der Straße standen. Jetzt bin ich 7 Kilometer weiter gelaufen. Und ratet mal, wer auf einmal vor mir stand. Die beiden Hunde. Die sind einfach diesen Weg mitgelaufen. Die laufen jetzt hin und her. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Ja, und neue geile Leute habe ich auch noch getroffen. Fantastisch. Es ist irgendwie ja klar und irgendwie nicht zu glauben. So, ich bin in Sarria angekommen. Und gleich geht es die Treppenstufen hoch in die Altstadt. Und naja, sehen könnt ihr es vermutlich noch nicht, aber es nieselt so ein bisschen. Galizisches Wetter. Aha. Ist sich noch nicht ganz sicher, was heute passieren soll. It's cool. I'll see what I believe in. It's pretty I'll cool. believe what I see. You know, I was thinking about You're in the dark, Camino Dan. Hello, I cannot. in his natural habitat. How are you guys, huh? Are you fine? Because we are. I can say with confidence. Ja, also Galizien und Regen, das passt ja wieder mal gut zusammen. Jawollo, jawollo. So ist aber fein, so ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Da gibt es nichts zu meckern. Und guck mal, hier oben gibt es tatsächlich mal wieder ein paar Weizenfelder. Habe ich jetzt ein paar Tage nicht gesehen, fantastisch. Großer Fan davon. Wunderbar, wunderbar. Einen wunderschönen guten Nachmittag hier. Aus dem Garten der Herberge, wo ich heute abgestiegen bin. Nicht viel gelaufen, 21, 22 Kilometer. Ist aber nicht schlimm, hat ein bisschen geregnet und sind einfach hier geblieben. Gute Leute hier, wird ein guter Abend. Da bin ich mir relativ sicher. Und jeder Tag ist sowieso geil. Also, wo man im Endeffekt ist, das spielt fast nie eine wirklich große Rolle. Gott sei Dank hat es im Regen aufgehört. Jetzt vorhin war es ein bisschen sogar noch die Sonne geschienen.
Jetzt allerdings auch wieder verschwunden. Die Wettervorhersage hat aber keinen weiteren Regen angesagt. Gut, das heißt ungefähr gar nichts. Mein ehrliches Wettervorhersage und Realität ist hier in Spanien, insbesondere in Galicien, ja in 5 Minuten mal auf den Kopf gestellt und ad absurdum geführt, ne? Na gut, ist ja nicht so schlimm. Ich glaube einfach daran, dass es heute nicht mehr regnet und da wird das schon so sein. Und falls doch, ich gab's nicht. Ja, ist auch egal, wir sind ja hier. Kann nichts passieren. Ich wünsche euch was. Ja, da war ich gerade drin. Das war sehr schön. Das erste Mal Pool auf dem Jakobsweg 2023. Mega gute Sache. So, der Tag geht zu Ende. Und hatte einen guten Abend. Bisschen Wein, gutes Essen. Tatsächlich ganz gutes Essen wieder. So, und jetzt geht's schlafen, bin müde. Und morgen wartet ein langer Tag auf mich. Und darauf freue ich mich auch schon. Aber erstmal geht's schlafen und dann geht's auch ausgeruht hoffentlich in den nächsten Tag. Das wäre wichtig für morgen. Hoffentlich kein Regen. Ich glaube dran. Hat euch das Video gefallen? Sehr gut. Lasst mir gerne ein Like da, kommentiert fleißig unter dem Video. Ich beantworte alles rund um das Thema Jakobsweg. Und wenn ihr dann noch nicht genug kriegen könnt, dann freue ich mich selbstverständlich auch über ein Abonnement. Dann verpasst ihr auch in Zukunft kein Video mehr. Also ran da. Dankeschön. Macht's gut.